Die englischen Wochen gehen wieder los mit unserer Eintracht. Heute gegen Mainz, dann gegen den AC Mailand in der Champions League. Also auch ein Hammerprogramm in der Champions League. Aber ich freue mich auf die Gruppe, wo noch Sevilla mit dabei ist und Sturm Graz. Daher heute, ja, ein bisschen Rotation. Die Rotationsmaschine ist heute mal wieder angemacht worden. Ich zeige es euch jetzt gerade einfach mal, wie ich heute spiele. Orella Menda in der Innenverteidigung für Robin Koch. Dann haben wir Nkunku, Shaibi, Larsson, Van Dijk und Van Duyven. Das sind ja diese zwei Nachwuchsleute, die ich geholt habe. Van Dijk nur ausgeliehen von Paris. Van Duyven gekauft von Inter Mailand. Rechts dann Dina Ebimbe. Im Tor Kanisici. Also dass wir zumindest ein bisschen Stabilität bekommen. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie die beiden sich hier spielen lassen. Van Duyven und Van Dijk. Natürlich beides Holländer, glaube ich. Oder ist Van Dijk ist der Franzose? Nein, der ist auch Holländer, glaube ich, gewesen. Schauen wir mal, wie die beiden sich hier machen. Larsson, Fratesi und Shaibi auch wieder auf seiner linken Seite. Kriegen jetzt erstmal einen Freistoß. Nach 7 Minuten. Das passiert auch nicht so oft, also dass wir einen Freistoß kriegen. Jetzt haben wir doch, ja, eigentlich ein paar gute Schützen, glaube ich. Oder? Guck mal, die sind auch gar nicht so schlecht. Der hat auch eine Kraft von 81. Aber wir lassen das mal Fratesi machen. Komm, um die Mauer rum. Wir gucken nicht so nah an die Mauer ran. So, gucken wir mal. 3,5 Balken. Wäre ein schönes Ding, ey. 7. Minute. Ja, Pfosten. Und Latte und der Keeper auch so ein bisschen. Shaibi. Und Pat schon mal aus der Distanz. Und Zentner. Bisschen spektakulär. So, also. Die ersten Minuten gehören schon mal uns. Wir sind mit 3 Siegen aus 3 Spielen natürlich souveräner Tabellenführer. Aber die Konkurrenz, die spielt natürlich noch. Aber wenn wir uns gleich von Anfang an oben festsetzen. Hier, schöner Freistoß. Aber leider ist Zentner da noch rangekommen, genau auf der Linie. Ey, schade. Und Van Dijk, hat der gute Werte? Ja, warum nicht? Lassen wir den doch einfach mal schießen. Van Dijk mit der Ecke auf Van Duyven, die beiden Jungen im Zusammenspiel, ja? Die werden auch noch gut. Die kriegen auch noch eine richtig hohe Stärke, auch mindestens eine 90 oder auch noch höher hinaus. Das sind halt auch wieder so 2 Leute mit unechtem Gesicht im Menü. Heißt halt meistens, ja, dass sie gut werden. Also das sind halt so Talente, so wie Martin. Davide Martin, der wird ja auch noch richtig gut. Der hat schon mit 19 Jahren eine Gesamtstärke von 80. Und da hat mich ein Zuschauer darauf aufmerksam gemacht, dass der ja so ein ähnliches Debüt wie damals Martin Fenin gegeben hat. Klar, der hat auch damals in seinem ersten Spiel 3 Tore gemacht. Gegen die Hertha damals, als er frisch zu Frankfurt gewechselt ist. Da waren gewisse Parallelen auf jeden Fall vorhanden, ja. Ist nicht von der Hand zu weisen. Ja, und die Mainzer stehen auch, glaube ich, wieder unten mit dabei. Oh, Dominic Kor, gelbe Karte. Das ist, ja, sind auch 2 Sachen, die passen eigentlich immer zusammen. Also der hat ja jetzt auch schon in echt über 10 gelbe Karten. 11, 12 gelbe Karten hat er schon. Also mit Vorsicht mal gesagt, das ist ein sehr aggressiver Spieler. So, schauen wir mal. Die Mainzer kommen. Pacho muss mal nach außen ausweichen. Nkunku ist auch da. Perfekt. Bislang haben wir hier alles im Griff, aber das Blatt kann sich auch ganz schnell wenden. Amiri, da müssen wir halt zum Beispiel drauf. Shaibi, genau, der ist da. Van Dijk passt auch super auf. Und jetzt Shaibi, nee, zu lange, zu weit den Ball nach vorne gelegt. Aber Van Duyven, der ist da, der holt sich den sehr aggressiv. Und komm, ist er schnell genug gegen Hanke Olsen? Nee, aber er bleibt vorne trotzdem drauf. Schade, wenn der 10 km/h schneller wäre oder 10 Stärken mehr bei Geschwindigkeit hätte, den hätte er den Rang auf jeden Fall abgelaufen. Aber die machen schon mal vorne ein bisschen Betrieb. Van Duyven und Van Dijk. Auf jeden Fall. Jetzt aufgepasst. Mainz kommt. Amenda muss da raus. Muss da hin. Hat er. Sehr gut verteidigt. Jetzt gibt es nicht wirklich einen Freistoß. Das kommt dann auch wieder mit hinzu. Gewinnen wir mal einen Zweikampf außen, ist es auch wieder verkehrt. Dann hat der Schiri wieder irgendwas dagegen. Musste nicht unbedingt sein. So, Amiri bringt den, oh, Kanisici mit ein bisschen Problemen, aber hat er. So, Ebimbe, der ist auf jeden Fall schnell genug und der läuft jetzt einer von Iling Junior, der kommt auch nicht hinterher. So, jetzt fehlt aber Van Duyven, wo ist er? Da läuft er ein, da ist Van Duyven, ganz unten Shaibi, den kriegt er, aber da brauchen wir auch zu lange. Da hat Van Dijk gerade gut durchgelassen. Auch das zeugt von Spielintelligenz, dass man den Ball halt auch da einfach mal durchlässt. Aber wir, ja, sind gut dabei. Uns fehlt vielleicht nach vorne noch so die entscheidende Durchschlagskraft. Jetzt gibt es den Eckball
Völlig kurios. Und wieder macht das Amiri. Oh, Achtung, da kommen wir nicht in die Zweikämpfe rein. Geklärt. Aber dann noch das Tor. Von Kadiolo noch auf der Linie geklärt. Und dann war Kanisici geschlagen. Und dann war es eigentlich klar. Da war niemand zum Verteidigen. Und dann ist es die Führung. Ich hoffe nicht von Dominik Kor. Das war so mein erster Gedanke. Nee, er war es nicht. Aber guck mal, das ist etwas, was man halt nicht verteidigen kann. Kadiolo ist schon da. Da hätten wir vorher einfach drauf gehen sollen. Und Kristovic ist es, glaube ich. Wahrscheinlich sein erstes Tor. Jawohl, Kristovic in seinem ersten Spiel. Na, guck an. Ausgerechnet gegen uns. Das ist natürlich sehr, sehr bitter. Bist eigentlich das bessere Team, dann kommt der Gegner einmal vors Tor. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht hier uns den Doppelschlag abholen. Das sind halt so Spiele, die musst du gewinnen. Da verlierst du halt dann die Punkte. Wenn es dann um die Meisterschaft geht, da fehlen uns dann wieder 3 oder 2 Punkte, wenn wir hier nicht gewinnen sollten. Ja, aber wir machen das. Wir stehen jetzt auf 4-4-2. Auf unsere flache Formation. Da haben wir ja gegen Mainz letzte Saison in der Rückrunde, Hinrunde damit begonnen. Und es hat sich, ja, gut bewährt, sage ich mal. Also die ist wirklich gut, die Formation. Achtung, wenn wir sie nämlich gut spielen. Mainzer kommen, Kadiolu. Oh, lässt das Bein stehen und dann gibt es Elfmeter. Natürlich. Ganz klare Kiste. Das ist dieses 50-50-Ding. Gehst du drauf, ist es die Gefahr, dass du einen Elfmeter bekommst gegen dich. Das ist halt krass. Da wird direkt gepfiffen. Aber es ist halt auch einer. Muss man halt auch so zugeben. Da sage ich auch nichts, das ist okay. Aber die Entscheidung halt, was du machst. So, jetzt Elfmeter. Und wieder ist es Kristovic. Der macht wahrscheinlich den einzigen Doppelpack seiner Karriere. Kanisici ist zwar am Eck. Mehr kann ich auch nicht machen, wenn er dann unten hinspringt. Das ist dann irgendwie so ein bisschen random. Also wie gesagt, mehr als nach rechts springen geht nicht. Selber die Hände steuern kann ich nicht. Und der war jetzt auch nicht besonders gut geschossen, ehrlich gesagt. Ne? Also den kann man auch halten. Tja, so schnell ist das Spiel auf den Kopf gestellt. Schade, weil wir waren eigentlich gut drin. Dann haben wir uns leider zweimal total abkochen lassen. Einmal bei dem Eckball. Und dann der Elfmeter, den musste auf jeden Fall geben. Ja, es sieht nach dem ersten Rückschlag aus in der Saison. Aber wir haben ja noch eine ganze Halbzeit Zeit. Wir haben schon öfter Spiele gedreht, aber wir müssen halt jetzt. Wir müssen damit jetzt quasi anfangen. Guck mal, wo die Mainzer stehen. Das ist ja Wahnsinn. Die stehen auf dem Fünfer. Die stehen auf dem Fünfer. Das ist ja sehr defensiv zurückfallen lassen. Ey, 5 Balken oder den Regler auf 5. Das ist ja Wahnsinn. Aber irgendwann muss auch der Abschluss kommen. Hier über Van Dijk zum Beispiel. Ja. Und mit der Marschroute gehen wir jetzt erstmal in die Halbzeit rein. Und machen dann hoffentlich nochmal 2 Tore. Also verlieren will ich hier nicht. Das war nicht mit einkalkuliert. Gucken wir mal, ob wir vielleicht vorne nochmal. Irgendwie, ja, guck mal, Van Dijk, gut. Vielleicht nehmen wir den raus. Dazu Mamouche schneller. Vorne direkt rein oder wechseln wir komplett aus? Ah, ich mach mal komplett. Ich mach mal hier Boniface und Mamouche rein. 2 gestandenere Leute. Martin. Wäre natürlich auch eine Option. Dann Chaibi raus. Wobei Chaibi, ja komm. Wir brauchen auch Geschwindigkeit über die Außen. Das muss ich jetzt so machen. Das tut mir für Chaibi ein bisschen leid. Aber der wird halt auch die Saison ein bisschen mehr auf der Bank sitzen. Weil wir halt dementsprechend die Spieler haben. Und er halt leider nicht so in die Formation bislang reinpasst. So, jetzt bin ich gespannt. Halbzeit 2, jetzt müssen wir einen kompletten Turnaround schaffen. Das wäre natürlich was. Mamouche, da haben wir Martin. Gut drauf bislang. Fratesi, Larsson und Nebimbe. Und jetzt in der Mitte Boniface. Komm, fang an. Schade. Mit dem ersten Tor abgefälscht. Aber es geht direkt weiter hier. Fratesi. Ja, bringt den mit rechts von da rein. Normalerweise Linksfuß. Da ist er. Da ist Martin. Der macht direkt so weiter. Der Anschlusstreffer. 2-1. Ja, der Typ ist einfach mega. Das ist einfach Wahnsinn. Der hat gegen Augsburg 3-mal getroffen. Dann gegen Augsburg getroffen. Ach Quatsch. Gegen Augsburg, gegen Hannover dann getroffen. Und jetzt hier wieder in Mainz. Und guck mal, gut, der ist auch Muttersehen allein. Das ist natürlich auch schlecht. Mega schlecht von Mainz verteidigt. Aber den musst du auch erstmal machen. So, also perfekter Start in Halbzeit 2. 2-1. Und jetzt weiter nach vorne. Noch mindestens 2. Wäre nicht schlecht.
Natürlich nicht blind draufstürmen, aber wir müssen auch dann ab einem bestimmten Punkt ein bisschen mehr riskieren. Achtung, Flanke kommt. Hinten erstmal versuchen sicher zu stehen und dann immer wieder diese Vorstöße hier. Mamouche und natürlich, wer wieder? Martin gegen Hanko Olsen. Da wieder Martin, bleibt drauf, aggressiv. Ja, und hat den Ball. Sehr gut. Sehr gut gemacht. Und er kriegt den wieder. Und jetzt alleine gegen alle. Mal gucken, Boniface ist in der Mitte. Da ist er. Unten ist Ibimbe und der muss jetzt rein. Ibimbe! Wunderschön. Also, es geht doch. Noch der Greedy vor der Mainzer Fankurve. Und endlich spielen wir das auch mal aus. Hier Boniface, Ibimbe bleibt dann unten ruhig. Den muss er dann natürlich machen. Ganz klare Kiste. Und dann haben wir doch den Rückstand hier schnell wieder egalisiert. Innerhalb von 5 Minuten, 10 Minuten, 2 Tore. Und jetzt geht es hoffentlich so weiter. Boniface direkt nach dem Anstoß. Perfekt, vielleicht sogar das dritte. Das wäre völlig kurios. Ibimbe. Mamouche ist oben. Mamouche. Schade. Das wäre mal ein schnelles Ding gewesen. Innerhalb von 12 Minuten hatte ich es jetzt so auch noch nicht. Jetzt brauchen wir Fratesi. Genau. Zum Tor hin. Mal gucken, ob wir wieder Martin finden oder Boniface. Der kommt nicht ran. Ibimbe. Nochmal Fratesi und Kadiolu. Egal, haben wir erstmal. Und jetzt Boniface. Da ist er. Der hat viel Platz in der Mitte. Boniface. Martin, kriegt er den? Nee. Zunächst mal geklärt. Aber wir sind da. Wir sind dran. Eine Stunde rum. Das Spiel geht nur in eine Richtung. Seit Beginn der zweiten Halbzeit. Fratesi. Ja, der hat viel Platz. Und wieder Zettner. Geht momentan nur über ihn. Wieder von rechts. Das hat gerade beim Anschlusstreffer gut geklappt. Diesmal leider nicht. Amenda, Fratesi. Ganz oben Mamouche oder Boniface. Boah. Da kracht's aber. Da wackelt sogar das ganze Tor. Samt Netz. Schade. Schöne Flanke. Boniface ist halt wirklich ein Brecher in der Mitte. Das brauchen wir jetzt auch. Wir brauchen mehr Flanken. Dazu haben wir die Spieler. Die müssen halt auch gefüttert werden. Das ist ganz klar. So, aber die Mainzer kommen. Achtung. Erste Chance. Über Ajorg, über Nebel. Der ist frisch reingekommen. Und natürlich direkt das Tor. Weil wir hinten wieder einmal geschlafen haben. Aber das kommt auch wieder so aus heiterem Himmel. Weißt du, wir stehen 20 Minuten lang richtig gut. Wir lassen hinten nichts zu und plötzlich, weißt du, ein langer Ball. Und die Verteidigung ist irgendwie, ja, ist nicht mehr da. Ich verschiebe sogar den Keeper, habt ihr ja gesehen. Kaniseci, weil ich so ein bisschen spekuliert habe, er ist sogar in dem Eck. Aber er kommt nicht hin. Da kannst du nichts machen. Mainzer, Mainzer. Mein Gott, wer hat sich diesen Fangesang ausgedacht? Ey, ist ja schlimm. So, aber wir haben noch Zeit. Auch jetzt noch 2 Tore zu schießen, aber wir müssen jetzt natürlich. Wir müssen auch dann irgendwann ein bisschen mehr riskieren. Aber die Mainzer kommen über Eling Junior gegen Kadiolu, der hat schon gelb. Der muss ein bisschen aufpassen. Achtung, nächste Chance. Ja, die werden so ein bisschen aufmüpfig jetzt. Also die haben sich das ein bisschen angeguckt, haben sich 2 Tore einschenken lassen. Jetzt kommt Zapata auch noch rein, der normalerweise von Anfang an spielen muss. Jetzt schauen wir mal. Nebel vorne wie hinten. Ah, riskant. Riskant, aber klappt. Ja, schade. Und uns ist jetzt so ein bisschen die Leichtigkeit, auch der Druck so ein bisschen abhanden gekommen, weil der Gegner jetzt auch wieder ein bisschen mehr macht. Wahrscheinlich gehe ich von aus, Fratesi, Larsson in der Mitte. Oh, und schon wieder direkt überspielt. Ah, Menda kommt nicht hin. Aber gut, viel anders wechseln kann ich jetzt nicht. Das sind somit die besten Leute. Gut, Larsen, weiß nicht, ob ich den mitgenommen habe. Haraldsson, glaube ich auch nicht. Oh, Achtung, Eckball kommt. Gefährlich auf den ersten Pfosten. Pacho, nicht wieder ein Elfer. Nicht schon wieder. Ey, der eine reicht mir schon. Der eine reicht mir schon. So. Nächster Konter. Kunku. Oh, Ballverlust. Aber wir haben Glück. Mamouche ist nochmal da gegen Hanko Olsen. Oh, ist der so schnell? Mein Gott. Gegen Mamouche. Ja, da machst du nix. Da machst du nix. Amiri, Larsson, wir kriegen im Mittelfeld gar keinen Zugriff mehr. Wow, stehen wir offen. Das ist ja Wahnsinn. Wir stehen offen wie ein Scheunentor. Keine Stitchi, sei Dank. Ja, also die kriegen Mamouche. Ach, Mamouche, Larsson und Fratesi ganz schön leicht überspielt. Apropos Mamouche. Jetzt Mamouche gegen
Hanko Olsen, da kommt Fratesi und wieder Zentner. Also wie der die Bälle auch hält, es ist teilweise ein bisschen unorthodox. Aber gut, hilft nichts. Wieder Ecke, Fratesi, Martin und oh, ich dachte, der ist abgefälscht. Schade. Was haben wir bei der Eintracht? Ich muss mal auch bei der Eintracht gucken, was wir da für Formationen haben. Da ist ein 4-2-2-2. Okay, dann haben wir noch ein 4-3-2-1. Das können wir auch nochmal machen. Aber jetzt gilt es alles oder nichts. Also 4-2-2. Wie es ja im Fachjargon hier heißt. Und dann schauen wir mal, ob noch was geht oder ob die Mainzer jetzt das Licht ausmachen. Ja, in ihrem Baumarkt. So, schauen wir mal. Boniface. Martin vorne. Ja, wird freigespielt. Allein gegen alle. Gegen 2. Ja, ist zu leicht. Da wird er dann nach außen gedrückt. Aber weiter drauf, genau. Da müssen wir die Bälle gewinnen. Wie gesagt, 2 Minuten. Jetzt geht es nur noch darum, hier den Ausgleich zu schießen. Und immerhin hier einen Punkt mitzunehmen. Ich weiß zwar nicht wie, aber irgendwie müssen wir es noch schaffen. Oder die Mainzer machen jetzt, wie gesagt, noch das 4-2 und dann war es das. Sehr, sehr unglücklich auf jeden Fall. Wir waren gut drinne. Wir sind rangekommen auf 2-2 und dann lassen wir uns hier 3 oder noch ein Ding hier einschenken. Total unnötig. Aber wir haben noch die eine Chance hier. Die letzte Chance, die muss jetzt sitzen. Martin gegen Hanko Olsen. Keiner kommt hinterher. Mamouche, ist das wieder? Oh, nee. Warum kriegt er den nicht? Der steht doch da. Schade, Mamouche in letzter Sekunde, wie letzte Saison, klappt leider nicht. Somit gibt es die erste Niederlage der Saison in Mainz. Total unnötig. Der Rückstand schon alleine. Dann sind wir wieder rangekommen und dann lassen wir uns leider so ein drittes blödes Ding einschenken. Na gut, aber wir lassen uns davor nicht unterkriegen. Jetzt kommt die Champions League gegen den AC Mailand. Dann glaube ich der VfB Stuttgart oder Gladbach. Und dann sammeln wir da hoffentlich wieder die nötigen Punkte. Ja, von der Statistik her, das Spielergebnis ist ein Witz. Also wir hatten über 15, 16 Torschüsse, aber wie ich immer gerne sage, das bringt hinterher dann alles nichts. Ja, gewohntes Champions League Intro, sehr schön. Da freuen wir uns doch. Da wirst du schon mal eingestimmt. Gegen den AC Mailand, ich weiß nicht, zu Hause oder auswärts? Auswärts erst, auch noch im San Siro, also schönes Spiel. Das, ja, war wie gesagt eine sehr, sehr unnötige Niederlage. Ich fand aber auch Van Dijk und Van Duyven haben es eigentlich relativ gut gemacht. Da wird man jetzt mal gucken, wie sich die beiden entwickeln, aber das wird, glaube ich, auch noch richtig gut. So, wir haben ein Scouting-Update, gucken wir mal rein, ob die irgendjemanden gefunden haben. Hier in Deutschland, Mats Müller, ne, den kann ich schon mal wegtun. Matteo Beck, auch nicht. Nils Peters ist leider auch kein guter. Gabriel Kraft auch nicht. Sebastian Krüger könnte einer, ne, der hat 94er Potenzial. Gregor Schulz, ja, zu niedriger Wert und Aaron Sommer leider auch. Also da war leider nichts mit dabei. So, wir gucken kurz auf die Bundesliga-Tabelle nach 4 Spielen. Wir werden wahrscheinlich immer noch oben stehen. Bestimmt nicht mehr Erster, ja, Dritter. Bayern und Wolfsburg sind vorbei. Schade. Ein ganz, ganz blödes Spiel gewesen. Aber vielleicht bleibt unsere einzige Niederlage. Wer weiß es schon. Gucken wir mal. Augsburg, Köln, Hoffenheim. Paderborn 15. Bleibt auf jeden Fall spannend. Von oben bis unten. Und so soll es doch sein. Also, bis zum nächsten Spiel. Dann geht's los in der Champions League. Ich bin gespannt beim AC Mailand. Macht's gut. Ciao, ciao.